Okay. Jo, gerade eben war 3.7 Previews, ich meine Special Program Stream. Nice. Ich werde jetzt erst eine Conquest spielen danach, aber das heißt, es macht jetzt. Ich kann nicht mal mehr reden. Das heißt, es hat jetzt keine wirkliche Korrelation, keinen wirklichen Kontext hier, aber ja, just by the way. Stream war gerade eben, ich habe mir die Codes rausgeschrieben, deshalb. Ja. Egal. Moment. Nein, ich habe den Stream nicht geschaut, wirklich. Ich kam zu spät. Ich habe sowieso Trompete bis 3 Uhr und komme dann erst um Viertel nach 3 zu Hause an. Kann erst am PC um 25 sein. Sich im Stream um die letzten 5 oder 15 Minuten geschaut und die Codes nur rausgeschrieben. Ja, anyways. Ich werde dann gleich die Archon Quest erstmal weiterspielen. Oh, 300 Premos. Oha, ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. Ich dachte, es waren 60 jeweils. Ja, das ist natürlich sehr gut. Sehr wichtig. Aber ja, ich spiele gleich die Archon Quest. Genau. Beziehungsweise die hier. Oh, ich habe schon komplett vergessen, um was es ging, Alter. Es war schon ein paar Tage her, glaube ich. 2, 3 Tage. Und ja, da muss ich natürlich auch das passende Team auswählen. Und erstmal das Game auch wieder lauter stellen. Aber ja. Irgendwas war hier mit Inazuma, Ishin Art oder sowas. War das? Ja, das war Inazuma hier mit Kazuha. Ach so, jetzt weiß ich wieder, ich muss eine World Quest erst durchspielen, bis ich überhaupt in der Lage war. Genau. Ich musste erst die World Quest spielen, bis ich hier wieder weiter die Archon Quest freischalten konnte, weil Xavier, scheinbar dieser hässliche NPC, hier noch erstmal sein Drecks-Shield entfernen wollte von seiner Insel. Und eigentlich hat er noch eine weitere World Quest. Der hat ja nochmal die hier. Aber ja gut, zum Glück hat hier jetzt gerade Archon Quest Vorrang, weil er sich erst zur Archon Quest teleportiert hat und dann die World Quest kam. Aber ja. Here we are. But what are we looking for? Something or someone? Xavier, Do Digga. my eyes deceive me, or is that the Traveler in Paimon? Oh, Digga, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf ihn. Ah, aber er hat jetzt zumindest einen Voice Actor, weil in der World Quest hatte er keinen Voice Actor. Jetzt kann man zumindest seine Stimme hören. Xavier? Ich hab mich mal What are you doing Xavier? What? I was in the general Also, ja, okay, area, stimmt, Franzose. and now I'm in this Ja, zumindest specific leise area. sogar. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. Do you know much about Tataras, ne? Achso, stimmt, das war ja wegen Kuni Kazuchi, oder wie auch immer der nochmal hieß. Warte, Wanderer. Certainly do. I've heißt aber researched the furnace Kunikazuchi. here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Ah, ne, er heißt Kunikuzushi. Oder wie? Scaramouche. Kunikuzushi. Ah, okay, egal. How well do you understand the history of this area? Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Go on, I'm listening. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. Oh, Kacke, als ich seine Stimmt, ich habe ja die Stimmen ausgesprochen. Ich hätte seine Voice jetzt ausgesprochen und zwar komplett anders. Oh Mann, ich hätte mir nicht vorgestellt, dass er so klingen würde. Aber okay. I'm told that its history as one of the most foremost forging and smelting operations in the nation goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. 400 Fun Jahre oder so. fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about Das war das mit that? Totore. Mechanic, huh? Looks like the doctor will sabotage the furnace, leading to all the ensuing Weren't you chaos. gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. I am. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something.
What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Pretty much. So can I ask one more question? Sure, go ahead. Have you ever heard of Kabuki mono connected to Tatarasana? A kabuki mono? Kabuki mono. No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman, for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Was ist überhaupt ein Kabuki mono? So there's no more Kabuki mono. Did the Balladeer really manage to erase himself from history completely? Ja, wahrscheinlich. Wenn jeder... Hä? Egal. If so, he must have wanted to change the world and revert everything back to the way it was, but so far it looks like the majority of changes have only affected himself. Thank you, Xavier. Of course! Don't mention it. Nee, Xavier hieß We're er. leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, Xavier. you're most Oh welcome. mein Gott, More das than happy to verwirrt help. mich so sehr. Farewell. Xavier ist Xavier. Okay. Looks like you got all the information you're looking for. Time to go back and see Lesser Lord Kusanali. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Thank you, Paimon. Was? Hey, don't mention it. Alright, let's head off and go meet Nahida. Echoes of the History. Für diesen kurzen Moment, für 3 Minuten Dialog, dass du in, was weiß ich, 30 Sekunden skippen könntest, habe ich eine Stunde lang eine Wordquest gemacht und angefangen zu Voice-Acten für einen komischen Franzosen. Okay. Sorry. Oh Mann, was ist das? Was ist das, Alter? Ich hasse es. Wirklich. So, warte. Habe ich mich zu einer Daily geportet statt zur Quest? Indeed, ich wollte jetzt zur Daily gerade gehen. Ja gut, ich habe die Dailies noch nicht gemacht. Werde ich dann nochmal... Holy, ich habe 159 Resin? Warum habe ich so viel? Habe ich gestern nicht 180 benutzt? Ja, wobei, es kommt fast hin. Hey, it's them! Akaba. Akaba, Sawada, you're still here? Are you still talking about the essay? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. Das wäre... Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Ja. Scheinbar schon. Perfect. These two have researched Tatarasana past. Let's hear what they have to say. Warum sagen sie eigentlich Tatarasuna? Tatarasuna. Eigentlich heißt es... Ja, okay, natürlich ist Englisch, aber trotzdem. Wie ist eigentlich Tatarasana? Unfortunately, we haven't made any real progress. Can I read it again? Oh, of course. Ja, jetzt hat sich was komplett geändert hier im Skript. Ah ja, das ist hier. A great many of these rooms was yokai. Wahrscheinlich lese ich diesen Kack durch, jetzt mal ganz ehrlich. Ah, nee. Mach I ich nicht. presume you'll want to read mine as well. Here. Ja, und hier sieht man auch wieder etwas, was sich geändert hat. Then a second ship was sent. Wahrscheinlich kann ich mich überhaupt daran erinnern, hätte ich es überhaupt jemals gelesen. Achso, ja, ich wollte eigentlich die Archon Quest fast schon ein bisschen schneller durchspielen, einfach weil ich dann nachher noch die Quest, das ganze große Event spielen muss. Das ist ja dieses große Event von 3.6. Jedes Update hat ja ein großes Event. Das ist jetzt ja, das läuft ja in 3 Tagen ab. Ne, in 2, ich glaube am Montag schon und heute ist ja Samstag. Das heißt, eigentlich müsste ich mich mal ranhalten, endlich. The content has changed. Another effect of tampering with information in Ermin's soul. The Balladeer said he'd erased two of his names. If he really succeeded, it must have taken all of his might, but still. Well, what do you think? A masterpiece. Hey, Was? Traveler, remember how last time
Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. So how about we tell them what we learned? Sure. What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... You tell the two writers what you've learned about the Rhine Go-Kart So and many was auch immer. new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. You've got some things to take care of. Bye for now. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Nein. Abgelehnt. Talk to Nahida. Ach, die chillt da jetzt wieder drin. Okay. Warum hat sich mein Skill nicht? Okay, nein, nicht. Ich dachte, der Cooldown geht weiter. In der Zeit. Dann halt nicht. Hallo. Kleines Kind. Nerviges Kind. Nahida, we're here. Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to I Inazuma. was investigating the situation with the Balladeer. Ja, okay, gut, Nahida wird das auch nicht verstehen. The Balladeer? Ja. Wow. Wer hätt's Sounds gedacht? like some kind of code name. Oh no. Wow, that was so unexpected. You look Man. troubled. Is there something you need to tell me? Was passiert eigentlich mit dem Kampf sozusagen zwischen Nahida und Scaramouche wurde wiederbelebt? Da muss doch theoretisch... Das war ein Major-Event für Nahida. Was ist denn da passiert? Das ist einfach, da gab's das nie. Da gab's nie dieses Problem. Nahida war schon immer der große Gott. Oder wie? Even Nahida doesn't remember. Just like last time, any changes to Ermin's soul affect her as well. The Balladeer acted quickly. He finished erasing himself before Nahida could stop him. I'm the only one who still remembers the things that were erased once again. I am the record keeper. Aber was soll das jetzt? Moment. Wie kann man sich selbst überhaupt löschen? Das ist auch voll weird. Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. There are things that have happened that only I can remember. I have to tell you the truth. Oh no. With a heavy heart you piece back together a story that was broken and scattered across time. There once was the one named the Balladeer, created by the Archon. He was a puppet who lived among men. After a series of events in Tatadasna, the Balladeer, thinking he had been thrice betrayed, left Inazuma to roam the world beyond. With no trust for humans, and only loathing for the gods, he bore his grudge for years as he grew in strength, and returned to Inazuma to take his revenge. He tried in vain to become a deity with a gnosis, and ended up losing everything. Finally, he entered Ermin's soul and learned the truth behind his betrayal. Knowing now that his entire life was built on lies, he died the unthinkable. He did the unthinkable in an attempt to reverse his tragic fate. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Ermin's soul, hoping that he could change the past. Ja, und scheinbar hat er es geschafft. How was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Ach so, das heißt, du hast den... Ja gut, okay. In echt hast du den ja erst gesehen und dann... Okay.
Ja, gut, nevermind. Passt. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because... well, because he literally changed the world? Aber wenn man sowas machen könnte, wäre man nicht theoretisch... Also wenn ein Archon wirklich in der Lage wäre, sowas zu machen, dann wäre ja jeder Archon allmächtig. Beziehungsweise jeder Archon, der in der Lage ist, auf Irminsul zuzugreifen, dann wäre ja jeder Archon für die Welt allmächtig. Wenn es sogar die anderen Götter betreffen kann. Hä? Nicht allmächtig, aber sozusagen im Sinne von, du kannst Zukunft und Vergangenheit verändern. Heilige Scheiße, das ist doch schon fast allmächtig sein. Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. You can say that again. Was? Okay. Paimon's having a hard time understanding this balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. I'm really not sure. Okay. We were enemies after all. I don't know his personality, his perspective on all this, so I can't say why he did something so extreme. Did he want to reset everything, or save someone, or did he want to completely undo his existence? Everything can be set straight. It's time to solve this once and for all. Maybe that's all there is to it. Was? I still remember the question he asked. He asked me specifically, and my hesitation gave him his answer. Sagt man eigentlich bei Hesitation? Da sagt man doch Hesitation, also Z, statt Hesitation. Sagt ja niemand. Ich bin manchmal auch verwirrt von der, weshalb man Wörter so und so ausspricht. Aber nein, ja gut, das gibt's in jeder Sprache häufig. I hesitated because I witnessed Greater Lord Rukkhadevata erase her own existence, but I can't tell Nahida that. To put it another way, I know why the balladeer was so sure it could work, but I can't tell them that. Something else worrying you? Something that you can't share? He chose such radical option, and yet... It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Yes. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. Aber das wird doch zugleich heißen... Aber wer ist in der Lage, sich selbst zu löschen? Heißt es nicht, er könnte auch andere Leute löschen? Also, die Frage in dem Moment wäre halt einfach... Warum limitiert sich das dann auf eine Person, wenn es sich nicht limitiert? Also, wie sollte es sich limitieren? Du kannst ja dich selbst löschen, also... Es ist ein instanter Vorgang. Weil wenn du dich löschst, wenn du dich nicht instant löschst, dann würdest du dich zur Hälfte löschen und dann könntest du ja nicht mehr weitermachen, dann könntest du dich nicht komplett löschen. Das heißt, es muss etwas sein, was instant geht. Auf einmal, direkt. Heißt das nicht, du könntest theoretisch... Ich meine, wenn es so schnell geht. Das ist einfach so ein Fingerschnipsen. Hat man dann nicht die Möglichkeit, auch andere zu löschen? Natürlich, man könnte jetzt sagen, ja, guck mal, Vergleich, Analogie, PC. Du kannst die Sachen von deinem PC instant löschen. Du kannst dich einen PC von anderen löschen. Wobei, nee, das ist keine gute Analogie. Moment. Aber trotzdem, ich würde aber halt sagen, warum limitiert sich das auf eine Person? Egal. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense. Every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless.
He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Yeah, he changed the world in many ways, and yet the dead still didn't get a second chance. Those fated to a tragic end could not be saved. Okay. What exactly did you want to fight back against? The betrayals in his life? Or did you wish he'd never existed at all? Please wait a moment. Was? I want to check something. Ich sag zu oft was, das ist auch heftig. Found it. This should be the one. Okay. It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. Ach, und das hast du einfach irgendwo gefunden, okay. You should take a look. Surprisingly, the information is presented to you in a way that resembles a fairy tale. Is this a fairy tale? Who wrote it? This matches everything I said. I authored this record myself. Okay. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Okay. Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. Ach so, okay. That's incredible! Warum auch nicht? Idea! Warum nicht in der Lage sein, einfach das System der Welt zu umgehen, zu dribbeln? So, ey yo, ich hab den PC komplett verbrannt, aber guck mal, da ist trotzdem noch so ein Stückchen Daten drauf. Das ist aber gleich geblieben. Weil vielleicht macht das irgendwo auch Sinn, aber trotzdem, ja, gut, okay, sorry, Mann. Ich hab's einfach nur versteckt davor, ne? So wie, was weiß ich was, einfach irgendeinem Wächter, irgendwie sich um einen Wächter herumschmuggeln. Ja, safe. And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us, the now erased life of the balladeer. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless,
and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! Okay. Ja, zu dieser Kurzgeschichte oder sowas. Nicht Kurzgeschichte, Allegorie. Was auch immer, Parabel zur Genshin-Geschichte. Naja, eigentlich ist es schon Allegorie, keine Parabel wirklich mehr. Ich glaube, es ist recht obvious, aber ja. Dottore ist das Monster. Die Menschen, die Füchse sind die Menschen. Also waren die Tatarasner, Schmiedmenschen, wie auch immer. Und die Katze ist natürlich Scaramouche. Kannte man aber auch an der Farbgebung schon instant erkennen. Egal. I remember now. Ach, und der Vogel war natürlich das Kind, This is not just the das gestorben Balladeer ist. story. In diesem Haus It is oder his so. very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. Okay, das macht Sinn. Trotzdem, ja gut, doch, das macht jetzt Sinn, wie es versteckt werden kann. Einfach, dass man's eine Allegorie daraus macht. Ja, ja, doch. Sehe ich. Nevermind, ich habe mich nie davor beschwert. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. Ja gut, du musst nicht alles nochmal neu erklären in Paimon. The Balladeer agreed to Alter. help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. I've never had this feeling before. It feels like life is as significant as a feather. Was? It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny.
ich bin kein Simp oder sowas dafür, aber wirklich, es regt mich so auf, dass Nahida ein Kind ist und keine Frau. Wirklich, das wird so viel seriöser rüberkommen, wenn das zumindest irgendwie so 2 Köpfe größer wäre, okay? Dann, ach, das ist schon ein bisschen Pain. Come on, Digga, als ob man das wirklich serious, das kann man doch nicht ernst nehmen, dieses Kind hier. Jetzt mal ganz ehrlich. Come on, 500 Jahre, auch für einen Gott reicht es doch, um zumindest einen erwachsenen Körper zu haben. 500 Jahre, come on. 500. Digga. Ja gut, jetzt habe ich mich genug aufgeregt wieder über das Character Design von Nahida und weiter geht's. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Was he hab is ich right. noch? Cheer up. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good Ja, idea. dieses Essen gehen ist auch so Paimon, useless. why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it. Come on, traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Okay. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. Oh mein Gott, Paimon, wirklich, halt dein Maul. Das Einzige, was du machst, ist mich toxisch zu machen. Das ist wirklich heftig. Irgendwie bin ich voll salty heute. Das ist nicht mehr lustig, Alter. Das ist ja nicht dazu. Ja, okay, nee, stimmt. In der Akademie hat es nicht viel Sinn gemacht. Aber ja, okay, doch, nee, ist trotzdem schön so gut gewesen. Sieht man jetzt Nido oder wen? We're here. What should we eat first? I have a nagging feeling like there's something I'm missing. Something important that I'm forgetting. If you forgot, it's not important. Hey, are you gonna answer or what? Nein. Sorry, it's just... Give me a minute. I'm still processing. Okay. Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. Come on, brain, let's dig this out. It's gotta be in there somewhere. It was something about Irminsul and deleting oneself. Greater Lord Rukadavata. Forbidden knowledge, Nahida. What is it? Have you figured it all out? Oh, yes, that was it. Greater Lord Rukadavata. She said that no one can erase themselves from existence, not even her. Ja, okay, und hä? Was? Wie dann? Verschwunden. Otherwise, why would she need to create her own reincarnation in Lesser Lord Kusanali to do the deletion for her? There would be no point. Ja, das macht Sinn. Dann ist es das, Why'd was you ich... jump up all of a sudden? Da macht es Sinn auch mit dem, was ich vorhin gesagt hatte. Das müsste ja instant sein. Also auf einmal musste man sich löschen können, sonst würdest du ja während dem Prozess nicht mehr dich weiter löschen können. Und sonst wäre zum Beispiel irgendwie so deine Intelligenz weg, du wärst nicht mehr in der Lage, es zu machen, dann würdest du deine Kraft entnehmen und so weiter. Das ist ja nicht möglich, sich selbst zu löschen. Das ist so, wenn man sagen würde, ein PC... Nee, für einen PC ist es wiederum was anderes. Ein PC kann als allerletzte Zeile haben, lösche dich selbst, und dann kann alles oben drüber gelöscht werden, aber die Zeile selbst, lösche dich selbst, kann es wahrscheinlich nicht unbedingt löschen. Oder irgendetwas kann ein PC zum Beispiel nicht über sich selbst löschen. Weil ja immer dieser Befehl noch vorhanden sein muss, löschen. Wie zum Beispiel, selbst wenn du dann sozusagen ein letztes Programm hast, eine letzte Zeile sagst, die irgendwie so im Programm her selbst sagt, ich lösche mich selbst, muss es ja noch irgendwann, ist ja sozusagen auch dieser Befehl in 2 geteilt. Und sobald der Befehl in 2 geteilt wird, kann es ja nicht mehr weiter löschen. Es sei denn, du sagst RAM. Das ist dann das gleiche wie Nahida. Du überträgst diese Kraft dann auf etwas anderes, was sich automatisch immer selbst löscht. Oder automatisch einfach weitergeht.
bei Nahida wäre es ja zum Beispiel, Rukadavata hat die Kraft Nahida gegeben, um Rukadavata zu löschen. Und beim PC könnte man sagen, man benutzt diesen Arbeitsspeicher und dieser Arbeitsspeicher hat den Befehl in sich, den letzten Befehl zu löschen. Aber an und für sich könntest du nicht sagen, alles sollte gelöscht werden, wenn es nicht von vornherein vorprogrammiert ist. Also du kannst nicht etwas vorprogrammieren, was sich selbst zu 100% löscht. Sozusagen in dem Sinne. Ja. No, I can't tell Paimon. She doesn't know about Greater Lord Rukadavata. Ja, gut. Achso, und nochmal diesen Gedankengang weiterzuführen. Das wäre maximal möglich, wenn man zum Beispiel sagt, ja, dieses Programm führt dazu, dass es eine Verbindung aufbauen kann mit einem externen Gerät und dieses externe Gerät ist in der Lage, dann diesen PC zu zerstören, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dieser Gedankengang richtig ist, aber so würde ich es so interpretieren. Egal, das ist auch eigentlich komplett useless. Ich habe schon wieder 20 von den 36 Minuten bis jetzt nur Kacke gelabert, die absolut unnötig ist. But this is a crucial important detail. It's simply not possible for the Balladeer to completely erase his own existence. In which case, the question is, what happened to him? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last Was bill. machst du hier? Look, here. Was machst du hier, du hässlicher... Jetzt hat er wieder sein altes Design. Das ist nicht mehr sein rot-schwarzes Design, was ich mag. Ich mag das andere Design mehr. Aber nicht, dass es hässlich ist. Das ist auch noch ein sehr cooles Design. Ich mag auch blau, türkis und so. Aber das alte Design ist besser. Egal. Aber was machst du hier, Alter? Bro, Digga, du hast gesagt, du hast dich gelöscht. Was machst du? Oh mein Gott, so ein Scammer, Alter. So ein Scammer. Connor. Sham. Hey! Hey, wait! You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? That guy is the Balladeer. He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias. And I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Aber zugleich fällt mir noch auf eine Sache. Der hat seine Persönlichkeit komplett verändert auch. Also der ist ja nicht mehr gleich wie davor. Zumindest finde ich... Also ja, der hat schon gerade eine komplett andere Persönlichkeit drauf. Wäre es nicht passender, wenn jetzt der Playable Character, Wanderer Character, was auch immer, wenn der spielbare Wanderer einfach auch eine andere Persönlichkeit hat? Also die gleiche hat wie hier. Weil der spielbare Wanderer hat wiederum diese nasty Attitude vom alten Wanderer, mit dem alten Design. Aber hier das neue Design, der neue Wanderer mit auch diesem neuen Design sozusagen von 3.4 oder wann auch immer der rauskam, 3.3, ist ja... hat eine komplett andere Persönlichkeit. So. Hä? Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. Was ist ein Drifter? First, Genau. let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Let's follow him. Okay, stay out of sight. Don't let him see you. Drifter, Herumtreiber. Ah, okay. Aber
Okay, nee, die Archon Quest gerade wird schon ein bisschen interessanter mit Kanal. Ich glaube aber statt Yelan kommt dort Wanderer dann rein, damit es Are you sure it has to... besser passt. Das ist dann der Traveler, wo ist der Wanderer. Das passt dann. Und das Team funktioniert ja auch mehr oder weniger noch in Ordnung. Das ist dann einfach ein Hyperwind, wobei Cookie sowieso noch erst Level 60 ist, also es ist überhaupt kein Hyperwind. Für Archon Quest reicht das Team sowas von aus. Aber Team darf eher ein Crit zum Rates geben erst. Einfach. Vielleicht irgendwas mit gut Crit Rate, Crit Damage, weil ich habe jetzt keinen Charakter auf dem Team. Ah komm, das. Jetzt ein bisschen gebalanced. Ah warte, jetzt habe ich auch falsch abgebracht. Folgt auf ihn. Ah, egal. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsetias? Isn't that a bit too cruel? Schasch. Warum sollte ich stehlen wollen, hä? Oh, alright. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. If I wasn't seeing this with my own eyes, I would never believe it. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? Das ist ja eine komplett andere Person dann. Der Wanderer ist ja nicht mehr der, den man kennt. Das meine ich auch mit komplett anderer Persönlichkeit. Der scheint nicht irgendwie Sumeru zu kennen. Ja. He spotted us! You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. You're right. We were following you. Have we met before? No, we haven't met. But you know me? Yes. I have no recollection. It's complicated, but I do know you. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. I can prove it. You're a puppet. A puppet? What makes you think that? Huh? You were right! The look on his face! I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. There's somewhere I want to take you. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Alright. Then let's return to the city. Ja, aber ich mag diese Story. Also, I know. Quit following me. Wanderer wird auf einmal deutlich sympathischer als davor. Okay, das ist... Ich mag die Archon Quest. Das ist vielleicht jetzt nichts irgendwie super krasses und dieses, jenes und so, aber keine Ahnung. Ich mag's. So, aber, Moment. Was hatte ich dafür für ein Circlet auf ihn? Crit Damage wahrscheinlich, Crit Damage, Crit Rate. Ah, das hier war's. Achso, mit Attack Percentage noch, ja gut, das macht Sinn. Achso, ja, das sind immer noch akzeptable Artefakte, auf jeden Fall sehr akzeptable Artefakte. Ich weiß nur, dass ich halt das hier zum Beispiel abgegeben hatte, was halt einfach sein Bestes war, auf jeden Fall. Was hat mehr CV? Ich habe sogar, das ist fast besser, weil ich dann eine ausgeglichenere Ratio habe. Dann hätte ich minus 10 Crit Damage. Aber plus... Moment. Das ist 4 und... Ah, ist 5 und... Dings. 35,8. Ne, 35,7. 35,7. Das ist weniger. Oder ja, das ist... Das ist hier plus 5,8 CV. 5,8 Crit Rate. Das macht 11,6. Wobei, nee, das hat mehr CV. Ah, das ist eine gute Ratio schon. Also dann kriege ich auch mehr Crit Value insgesamt drüber. Wie viel hat das jetzt hier nochmal? Das hat dann 15,6
plus... Ja, nee, das hat mehr tatsächlich. In der Tat. Das ist eine bessere Ratio. Hier, ja, okay, hier kann es nicht wirklich deutlich besser werden. Das passt schon. Warum sweat ich gerade so sehr drauf? Keine Ahnung. 84,5. Too slow. So, ja doch, das ist jetzt ja... Das ist ein besserer Bild als vorher auf jeden Fall. Moment, ich will kurz ausrechnen. Ich weiß, es hat nichts mehr mit der Quest zu tun und so, aber trotzdem. Ne, Moment. Da gehe ich kurz auch zum Calculator. Das ist ja 84,5 mal 100, wie viel? 80 irgendwas? 186,7. Das ist ein 1,57er Bild. Das ist nicht mal so gut, fällt mir auf. Also doch, 1,57 ist nicht schlecht, aber ist auch nicht insane. Ah, das hätte ja gut, das hätte 200 CV gerade sein. Das ist mehr. Egal, ich sollte mich vielleicht mehr auf die Quest konzentrieren. Ich bin schon wieder Here you komplett go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should go live your life. Oh, der ist ein paar But I hundert don't- Jahre alt. Der ist ein paar Jahrhunderte alt. No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. Aber erstmal wird was geklaut von ihm. Erstmal die 2 Sunsettias wieder von ihm klauen. Don't worry about me. Hihihiha. Achso. Okay, ich dachte, man könnte jetzt mit dem normal reden, dann wäre so ein normaler NPC danach. Egal. Warte mal. Wanderer hat ja sogar ein Crit Ascension Stat, oder nicht? Oder hat er Attack Percentage? Moment. Das will ich kurz nachschauen. Ah, Moment. Wanderer Genshin. Was ist sein Ascension Stat? Das sollte Crit sein. Ich könnte es jetzt auch ausrechnen, aber ist mir egal. Crit Rate. Achso, er kriegt Crit Rate. Ja gut, das macht Sinn. Ja doch, das macht Sinn. Ich hatte gesehen, hier ist nur 60. Ja doch, okay. Dann ist es wirklich nicht der beste Bild, wenn man bedenkt, dass er Crit Rate bekommt und eine Crit Waffe bekommt. Hat. Das ist ein 1,57er Bild wirklich nicht so gut. Aber man könnte es theoretisch verbessern, indem man sagt einfach, ey, guck mal, ich krieg 20 Crit Rate hier. Dann könnte ich immer noch mehr auf Crit Damage gehen, dann könnte ich hier wieder auf mehr Crit Damage gehen. Und, ja nee, das ist ja sogar noch eine Crit Damage Shot, das wäre nicht so gut. Hier könnte ich auch mehr auf... Gibt es hier irgendwas mit mehr Crit Damage? Ja nee, das wäre ein schlechteres Bild. Ich könnte noch das hier nehmen, aber das werde ich jetzt natürlich nicht machen. Dann könnte ich sagen, ey, so jetzt kriege ich noch 20 Crit Rate dazu, dann wäre ich bei fast 100 Crit Rate, dann wäre ich bei einem 1,9er Bild. Angenommen, ich nehme das jetzt. Und Moment. Mach das so.
Das wäre dann ja 98,6. Hier wäre das 0,986 mal 2,01. Also jetzt ist Relax. dann wäre man beim 1,98. Ja, nee, doch, das ist... Ja, das ist actually besser, glaube ich, als das hier. Ich meine, als... Was war sein Crit Damage Circuit? Das hier. Ich meine, so hat er sogar ein bisschen mehr Attack, oder nicht? Ja, ein bisschen. Minimal. Ich meine, wenn ich jetzt hier noch Crit Rate dazu bekomme, ich glaube nicht, dass es besser ist. Das ist weniger gut an der 1:2 Ratio. Das andere war ja fast eine perfekte 1:2 Ratio. Dann wäre das hier 77,6. 1,6 mal 2,4. 3,5. Ja, das ist schlechter. Tatsächlich. Dann gehe ich wieder zu dem. Obwohl sie gleich viel CV haben. Egal. Gut, jetzt soll ich laber wieder zu viel während den Archon-Quests. Ich glaube, ich sollte mal einfach aufpassen. Einfach solche Aufmerksamkeitsprobleme. Das ist auch wieder unerhört. Stirb, Nahida! What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. You tell Desolate Kusnali what happened in the Grand Bazaar? You say that you're trekking across Tevat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. Okay. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. Schon Vergangenheit. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called a previous incarnation. By the way, Shugensha ist das hier. Scheinbar, kein Plan. Habe ich gerade nachgeschaut kurz. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Eine Katze. Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. We're just trying to think where to start. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear, but I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Okay. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. He tells the Wanderer about his past. Okay. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect.
A cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. We were each other's enemies. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? Kein Plan. Digga, die Archon-Quest sagt mir, ich soll's machen. Also, lasst mich. This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, Du but hast- now he's du just kannst dich some nicht mal an den random erinnern. stranger we met on the street! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember Ja, du anything. doch auch nicht. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, Frag doch einfach, was jetzt in seinem as the Leben god of gibt. wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Warum Please, hat's die? I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Hä? Hä? Wie hast du die aufgezeichnet? Du hast doch eine fucking Allegorie daraus gemacht. Du kannst nicht die richtigen Memories zeigen, sonst wurden sie doch gelöscht. Alter! Okay, egal. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Okay. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Okay. Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Hust. Ich hab mich gerade verschluckt. Ich hab hier so ein Dings. Was? Reminiscent Drift? Ah, okay. Ich hab hier so ein Becher Wasser, damit ich das trinken kann. Und daran habe ich mich gerade verschluckt. Egal. Reminiscent Drift, let's go. Ah, das ist eine... Warum ist das eine Domain mit irgendwelchen random Futuis? Was ist das? Wie? Alter! Alter! Okay, gut, reicht. Warte. Wow, diese Belohnungen sehen ja richtig bountiful aus. Bountiful Rewards. Und auch noch Possible Rewards. Let's go. Oh, wow. Bitte sag mir nicht, ich spiele jetzt einen Trial Wanderer. This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. Also von mal, okay. These memories will show you the raw truth. Nein, warte. But be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. Wow. And now we are just finishing the job. Oh mein Gott, dieses gute Prinzip wurde wieder zum nervigen Kinderpeim und Nahida-Gelaber. Come on. All right. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Und von wo hast du die? Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved, too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Huh. Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi.
deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Was machen? Ich glaube, es ist gerade offensichtlich eine Archon-Quest. Katsuragi seems like he was Ich a weiß good nicht, ob guy. ja, wahrscheinlich ist es nicht offensichtlich. He aber looks er ist like a eine Archon-Quest. warrior. But he has a kind face. Die letzte, die man Why machen couldn't he kann. live a long and happy life? Ja, eigentlich. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sage Archon Quest, dann sieht man, welches ist. Kann man hier durch? Nein. Ich kann nur hier durch. Okay. Chest. Mir fällt jetzt erst auf, dass selbst wenn ich alles mache. Ne, am Montag resettet sich ja der Spiral Biss, ne? Ah, kacke, ich muss das umcraften. Ich habe vergessen, meinen Resonance zu craften. Egal. Der Biss resettet sich. Ja, ne, am Dienstag. Kacke. Ich muss mal schauen. Ich will nämlich eigentlich noch auf den Banner wischen. Auf dem hier. Ich meine, auf dem hier eigentlich. Ich habe nicht mal genug für den Deadpool. Das ist so. Pain. Ja. Safe. Safe für 15 Euro hole ich mir jetzt Crystals. Oder für 6 Euro. Ich glaub's auch. Oh Mann. Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. It's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new join us. Okay, gut. Ich meine, ich will ja drauf wischen, dass es erstmal die Archon Quest gibt. Mir wahrscheinlich sehr wenig. Dailies gibt mir auch nicht so viel. Wobei ja genug für 3 Puls wahrscheinlich noch. Dann kommt halt noch Spiral Biss. Ich muss mal schauen, ich würde gern Ganyu bekommen, weil ich habe ja schon ein Ganyu-Bild theoretisch. Habe ich hier nicht. Ist das nicht mein... Nein, das ist nicht mein Ganyu Placeholder. Ach so, stimmt. Das ist mein Ganyu Placeholder. Wo ist er? Tainari. Ich glaube, ich gebe mal auch das richtige Goblet. Mit Cryo Damage Bonus. Ich habe kein gescheites Cryo Damage Bonus Goblet. Oh, kacke. Egal, angenommen, ich gebe ihm mal das von Rosaria. Das ist ein richtig schlechtes Goblet, holy shit. Das ist jetzt auch nicht so das beste Set, das ich je gesehen habe bis jetzt. Oh Gott. Aber hätte ich zumindest Jelans Aqua Simulacra. Actually, das sieht gerade doch nicht so gut aus. Wobei doch. Moment. Mit der Charged kriegst du ja, für den Bloom Damage kriegst du 20 Crit Rate. Und hier nochmal plus fast 40. Ein bisschen weniger als 40, sagen wir mal. Sagen wir mal, das geht dann auf 35. Ja, 35 einfach hoch. Dann wäre ich genau. Ne, 45, sagen wir, das geht auf 45. Dann wäre ich bei theoretisch für den Bloom Damage 90 zu 245. Was in Ordnung ist, würde ich sagen. Dann muss ich halt nach einem Crow Circlet mal suchen, nach einem besseren. Aber ja. Habe ich ein gescheites? Oder potenziell gescheites? Ja, ich habe nichts potenziell Gutes, wirklich. Die sehen alle ziemlich much aus. Egal. Gut. Du kannst Crit Rate weniger machen, wegen ihrer Passive. Ja, ich weiß. Wie gesagt, der Bloom Damage auf ihrer Charge ist plus 20 Crit Rate. Das weiß ich schon.
Und ich glaube, Digga, ich lasse mich schon wieder zu sehr ablenken. Ah, das macht mir Schaden. Squall Fury. OP. Mit Wanderer in die Wanderer Archon Quest rein. Ah fuck, ich habe schon wieder vergessen, dass ich nicht nach oben fliegen darf dafür, dass ich nicht Leertaste drücken darf, wenn ich runtergehen will. Was ist das? Huh? What are we doing back here? I hear voices. Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. Child. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. You're best character. We can't stay. Okay. Safe. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. Pandemie? Fragezeichen. But you can't. You promised me. Yup. Ach, das war dann die zweite Story. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. Die Frage ist aber, wie hat Wanderer gedacht, dass er verraten wurde, wenn sie sterben? Literally, sie wurden getötet und sind in einem Unfall gestorben oder was auch immer. Was ist daran verraten? Okay, bei Raiden sieht man es vielleicht, aber what the fuck? Was hast du... Hä? Egal. Ich versuche momentan 1 Million mit dir zu schaffen, aber Gegner sterben zu schnell. Nur mit 60 Raiden, aber ja gut, aber eine 60er Raiden, I don't know, dass die schnell stirbt bei einer sehr starken Eula ist, glaube ich, etwas, was man sich auch so denken könnte, eventuell. Ich habe gerade eben diesen Text hier oben entfernt. Ich habe gerade den. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. Okay. Moment, ich ändere kurz den Stream-Titel. Jetzt passt. Ah, was? Gibt's hier so eine Chest oder so? Ne, scheinbar nicht. Nein, nicht. Hier muss man wahrscheinlich kämpfen, oder? You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that can be wielded with an iron will. Or Are you trying to win me over? long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Warum ist das Game so laut? Rain outlines your Es ist halt voll fate. blöd, dass die Kämpfe so laut sind wie bei allem anderen und dass das alles nur auf dem gleichen Regler eingestellt werden kann. Ich wünsche, man könnte so Kämpfe leiser machen. Und dann den Rest damit auch. Egal. 2,5k Attack, 62 Crit Rate, 198 Crit Damage, frisch Crown. Gestern Versuch vielleicht erneut, weil davor war auf 9 Burst. Oh, I guess. Ich meine, ich weiß nicht, wozu man 1 Million Damage versucht, aber ich meine,
Spaß dran hast. Ich kann es nicht kaputt machen. Ey, ganz geil. Ah, hier, diese Szene kennt man. This place is dark. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. In the original version of events, the Traveler once encountered the Balladeer here. Mir ist aufgefallen, dass ich mir ein 4er Pale Flame besorgen muss, weil es besser ist als ein 2+2, please. Ja, das macht Sinn. Such a creepy atmosphere. And so familiar. I remember this, it was an unsettling place. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Der wievielte für Tui ist eigentlich Scaramouche im Vergleich zu, Dings. Scaramouche für Tui Number. Der hat doch bestimmt so eine Nummer. Moment. So. Er ist der wievielte? Sixth. Okay, das macht Sinn. Der ist höher gerankt als, ist mal erst höher gerankt als, wie heißt die nochmal? Senora, oder? Sie ist der 9. Ne, 8. Child war der 11. Oder? Child war der 11. Okay, das heißt, 9 und 10 sind nicht da und 7 fehlt auch noch irgendwo. Das heißt aber, ich gehe davon aus, dass dann Dottore höher ist. Also nochmal geringere Zahl als Dings. The Doctor, one of the 11 für Tui. Ja, okay, nee, das ist nicht richtig. Hier. The second of the 11 für Tui. Ach so, okay, gut, das macht Sinn. Weil ich hätte mir schon... Macht auch Sinn, dass er höher gerankt ist, weil der ist ja... Er hat ja eben dieses ganze Ding orchestrated mit... Wie heißt der nochmal? Mit Wanderer. Das heißt, er muss höher sein als Wanderer. Und wenn Wanderer schon 6 ist, dann muss er natürlich höher sein. Aber es ist... Zweiter ist schon ziemlich hoch. Und genau, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er Zweiter ist, aber okay. Das heißt, er ist eigentlich höher gerankt als sie. Mir ist aufgefallen, dass... Warte. Columbina ist 3. Wer ist Columbina? Ich habe keinen Plan, wer das ist. Egal. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the Doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Das Mädchen, das neben dem Grab von Senora gesungen hat. Ich bin mir nicht sicher, wer es ist, aber... Ja gut, ist es überhaupt offiziell, diese ganze Nummerierung? Ich könnte mir vorstellen, dass diese eine große da... Moment. Vielleicht finde ich ja kurz das Bild hier. Open Image in New Tab. Hier. Das hier. Ich könnte mir vorstellen, dass er Nummer 1 ist. Das ist, glaube ich, die du meinst. Die könnte ich mir vorstellen, ist relativ hoch... Wobei, ich weiß nicht. Die sehen... 2, 4, 6, 8, 9, 10. Und Wanderers weg, also 11. Super, Thomas. Wer ist das nochmal? Keine Ahnung. Gut, das hier ist der 11., das wissen wir. Senora ist die Nummer 8. Wanderer als Nummer 6 fehlt. Ich könnte mir vorstellen, dass... Der sieht so aus, wie ich mir Varka vorstellen würde. Also diesen Anführer der Verwundnis. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie denke ich, der sieht so aus. Bloß weniger böse. Sie ist dann scheinbar 3. Also, ich weiß nicht. Ich würde mir denken, dass er 1 ist, aber kein Plan. Das heißt, hier ist... 1, 2, 3, 4, 5. Ne, Dottore weiß man ist 2, ne? Das heißt, wir haben hier 4 Leute noch, bei denen man es dann raten muss. Oder 5 eigentlich. Erster... Diese 1, 2, 3, 4, 5 sind 1., 4., 5., 7., 9. und 10. Ich habe keinen Plan. Der sieht aus, wie wenn er richtig hoch oder auch richtig tief gerankt sein könnte. Und sie sieht auch, wenn sie richtig hoch oder richtig tief gerankt sein könnte. Und der hier würde ich mir halt vorstellen, wäre eigentlich so Nummer 10. Der sieht irgendwie voll kacke aus, ist mal ganz ehrlich. Links die letzte ist Columbina. Ja, okay, gut. Die da so nebendran liegt. Bei der weiß ich nicht, ich würde so richtig denken, die ist Mittelfeld so 7 oder 9. Könnte ich mir so vorstellen.
Ich weiß nicht warum. Oder dann wäre sie zum Beispiel 9 oder 4 oder so. Ah, ist auch egal. Der Zwerg kriegt voll auf. Ich habe keinen Plan. Ich finde einfach nur, der sieht schwach aus im Vergleich zu den anderen. Wahrscheinlich, weil er so ein Zwerg ist, so ein zerbrechlicher, komischer Fontaine-Typ. Ist egal. Ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Das ist unglaublich, wirklich. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible. And don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. Ja, die ist gestorben halt. Lol. I just can't have you getting in my way. You and Child never failed to find ways to complicate things. Du bist wie dieser Lehrer, dem man eine Frage stellt und er macht Storytime für die ganze Stunde. Oh no. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. Ja. Und wo? Ist das Victory Poor Feast? little tongue? In der Hölle? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Warum wird nicht eigentlich auch noch das gezeigt vom 1.1 Event? Soweit ich weiß, gab es 100 auch im 1.1 oder 1.2 Event. Ich weiß nicht, welches von den beiden das war, aber auf jeden Fall. Er war in einem der Events drin. In diesen Special Stories oder wie auch immer. Keine Ahnung, Special Event Stories. Da kam er das erste Mal vor, deshalb wussten ja schon alle Leute, wer Scaramouche ist. Und ich fände es cool, wenn das drankommen würde, weil dann würdest du auch als nicht 1.1, 1.2 Player das mal sehen können, diese Szene. Ich weiß, man kann es auf YouTube sehen, so, aber trotzdem. Yes. Please don't worry about me. 1.1, wenn ich mich nicht täusche. Ja, meine ich eigentlich. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed part. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Warum muss man jetzt gegen welche Weapons kämpfen gerade? Von wo kommen diese Futuris her? Wie macht das überhaupt Sinn? Warum chillen die dort einfach? Achso, nicht so deutlich. Okay. Oh Mann, ich bin blind, glaube ich. Egal. Looks like we've Oh, das arrived in kennt man. Sumeru. Is Das habe ich that? erst vor einer Woche auf dem anderen Considering that Kontinent Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Also ich meine die Archon Quest, also die letzte Archon Quest theoretisch von der Sumeru Main Story. Ausgenommen von dieser anderen Quest da. Egal. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Warte, was?
Okay. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the Abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. Ja, keine Ahnung, das ist eigentlich, habe ich alles auf gleich laut. Also alle Einstellungen sind gleich laut und hier ist es ja gar nicht mal so laut. Aber sobald du in den Kampf gehst, wird es einfach deutlich lauter. Weil, keine Ahnung, die haben sich einfach gedacht, lass die Kampf-Soundeffekte 10-mal so laut machen, wie die anderen Soundeffekte. Ich glaube, 10-mal so laut ist noch nicht mal wirklich übertrieben, weil 10-mal so laut würde heißen, aufgenommen für eine Person, das ist doppelt so laut. Weil tatsächlich, wenn du ja 10 Dezibel dazu bekommst, ist es insgesamt 10-mal so laut, aber rein theoretisch müsstest du fühlt es sich doppelt so laut an, wenn du 10 Dezibel dazu bekommst, aber insgesamt wäre es so, wie wenn du 10-mal das gleiche hättest, wie zum Beispiel, wenn du eine Stereobox hast, oder wenn man das, wie ist nochmal, nicht Stereobox, wenn du eine Box hast, Musikbox, und du dann findest, ey, ich will's, dass es doppelt so laut wird, aber es ist schon auf maximaler Lautstärke, dann müsstest du 10 von denen haben, dass es doppelt so laut ist. Also, keine Ahnung. Ich glaube, man kennt dieses Prinzip von, du brauchst 10-mal so viel, dass es doppelt so laut wirkt fürs menschliche Gehör, weil es sich so anpasst. Aber ja. Deshalb, Bro, literally, irgendwie die Kampfeffekte sind 10-mal so laut. Wie die anderen Soundeffekte. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wer dachte, das ist eine gute Idee, aber ja, das stört, finde ich, auch voll. Aber dann würden die anderen Sounds auch deutlich leiser sein. Wenn ich spezielle Soundeffekte verändern würde. Aber ja. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. He's the doctor. He's behind all of this. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Pine. Jeepers. Okay, sorry. Let's move on. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. Dann sind die Schweine auch Menschen, oder wie? Hä? Okay, sorry. Peter Singer, der Philosoph am Start. Übrigens, ich habe Ethik, deshalb weiß ich, wer Peter Singer ist. Und der argumentiert ja tatsächlich so, genau so. Der sagt so, das Leid von Tieren ist genau das gleiche wie das von Menschen. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Are you saying? Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. Die Frage ist aber erstens, weshalb hat Ryan ihn weggeschmissen? Und zweitens, was bringt es ihm? Da hat er halt diese Erinnerungen von irgendetwas. Aber die anderen können sich nicht an ihn erinnern. Das ist doch fast noch mieser. Egal. But then I met you. And I finally realized that
reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. Is this the true meaning of Greater Lord Rukkhadevata's words? A person can't erase themselves, and even though the original Balladeer has gone, this person will live on in his place. Are a person's sins an inescapable part of their destiny too? I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. Okay. Das ist wahrscheinlich Animation jetzt. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? No way! All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. Was? This is trying my patience. Warte mal. Erstens, was ist passiert? Sonst, was ist das für eine Runde? Ich muss mir erstmal seinen Bild anschauen. Er hat viel zu viel HP, sehe ich. Er hat seine Dingswaffe wahrscheinlich C3. Wer hätte es gedacht? Talents 8811 wegen Dings. Kein Geburtstag? Warte, 1. März. Okay. Affiliation None. Ne, warte, das ist 3. Januar? Ich weiß nicht. In welche Richtung, egal. Was hat er für ein Bild? 4-Piece Noblesse, okay, sorry. 140 CV. Bisschen mehr. Oh Gott. Egal, es hat ein 1:1 Ratio. Nicht wirklich. Have you got any more stupid questions? Sure! Follow me. At my command, you shall fall. Oh Gott. Soll man ihn überhaupt töten? Kann ich füttern? Ich
fütter ihm mal kurz was. Feeble human! Behold! Aber ich kann ja nicht mit den Teilen die aktivieren. Was soll das? Achso, ja, okay. Das stört auch nicht. Know your place! Sure! Follow me. The wind rises. My endless cycle. Oh, come on! begins. Achso, endless cycle. Oh Gott, ich dachte gerade ganz kurz. Ich dachte gerade kurz, Mighty Man, you shall fall. Das wäre hässlich. Swan Fury. Feeble human. Insignificant pest! Aber heilige Scheiße ist das. Keine zweite Stufe? Imbecile! Get out of my sight. Imbecile. Was ist das, Digga? Diese Beleidigung ist komisch. Disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your own Und warum kannst du dich daran erinnern, Paimon? Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. The past will catch up with you. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Keine Chest? Ernsthaft? Was ein Scam, ey. Nicht runter. Das ist voll scheiße, man darf hier nicht mal runter. Und halt nicht. Hinchu rennt weiter. Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. You won't go by the Balladeer anymore. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. Natürlich können sie sich nicht erinnern. Also er kennt jetzt ja sozusagen die Erinnerungen vom letzten Leben, aber in dieser Welt sozusagen, in dieser Reincarnation der Welt existiert er ja nicht mal. Das heißt, keiner kennt ihn. Nicht mal Raiden sollte den dann kennen. Also, hä? So, egal. You're quitting the Fatui for good? Let's call it a tactical retreat. Warum call it? Tactical retreat würde heißen, dass er wieder zurückkommen würde, wieder zurück zu den Fatui. Bist du dumm? Nein. Ein absoluter Retreat. Ein absolute Retreat, wenn schon, nicht a tactical retreat, Mann. Was ist das? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes.
And I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Nahida doesn't see you in that way. Oh, right. Okay. I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered. Warum sind Nahidas Ohren so lang? Warum? Warum? Journey recorded in Irminsul. What exactly happens before and after that point? I want to know as well. Digga, warum? Warum? Was ist der Grund? Bist du ein Elf? Warum? Es gibt keine Elfen in diesem Game. Yeah, thank you. Let's hope you can find someone. You can find some answers. I will try. Traveler. Yes. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? Because I wanted to know what you changed. So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. I didn't do it all for... I didn't do all of this for a reward. Please don't make it sound like I'm extorting you. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. I hope you can give Nahida a chance. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. Okay. Was auch immer das heißen soll. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Oh nein. Muss man jetzt seinen Namen? Paimon wants to pick an ugly nickname for you too. Why? So sieht man sich wieder, Jojo Sushi. Willkommen zurück. Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. Man das to decide. Warte. Ich dachte, das macht man in seiner Story Quest, nicht jetzt. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours.
Have you got anything? Name change rules. You can obtain an item, an appellative stroke from the Archon quest Interlude inversion of Genesis, which will allow you to change Eon's Drift Wanderer in Nemo's name. Please take note that some names cannot be utilized in this change. Once you have renamed this character, some interfaces in the game going forward will display the name that you have chosen. There's a limit on the number of times you can rename this character, so do so with care. Moment. Here. How many times can one rename Wanderer? Once only. Okay, wow. Stark. Das hat ja viel gebracht, egal. One item allows you can rename Wanderer, but only once. Ist ja voll schlecht. Ich habe gehört 8-mal. Warte, ich habe auch online 1 gelesen. Egal. Escape Travelers, please ensure that you will follow our terms of service while using this function. Create a healthy gaming environment. Please read and confirm that you will not instigate or take part in the creation of content that discriminates against any race, gender, religion, sexual orientation, ethnicity, government, or region. The bullying or insulting of any travelers or groups of travelers. Any other content or behavior that violates the terms of service. We may have to restrict your use of the game services if you do not follow these rules. This may include suspension, restriction, or a name reset, forced disconnection, login suspension, or account for feature. Account for feature, aka du wirst gebannt. At the same time, you are welcome to use the report function to send feedback to us should you encounter the aforementioned situations. Okay. Ich muss ihn umbenennen! Ich muss ihn umbenennen! Warum? Ich hab mir nie Gedanken darüber gemacht. Mach mal Babygirl. Ich werde nicht Babygirl machen. Definitiv nicht. Nein. Nein. Warum muss ich ihn jetzt aber benennen? Ich hatte mir nie Gedanken darum gemacht. Ich dachte, ich muss es erst in seiner World Quest machen. Ich meine, in seiner Story Quest. Und dann dachte ich mir, ey, ich habe noch Zeit, weil ich werde sowieso seine Story Quest erst in, was weiß ich, einem Jahr machen oder sowas. Kein Plan. Falls ich überhaupt jemals seine Story Quest machen werde. Aber warum muss ich ihn jetzt in der Drecks-Archon Quest umbenennen? Come on, das ist eine Archon Quest. Das ist keine Story Quest von ihm. Ich habe nicht mal ein Item. Alter. Digga. Moment. Ich sehe hier was. Slam. Oh mein Gott, ich habe gar nicht gecheckt, dass es Slammy Scarra heißen soll. Oh mein Gott, nein. Was? Once the new name has been given, it cannot be changed. Man kann ihn nur einmal den Namen nennen, dann übrigens nicht 8-mal, also. Ja. Kein Plan. Was, wenn ich ihn weiterhin Wanderer nenne? Are you sure? Okay. Was, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel... Have you got... Kuni Kazuchi darf man ja nicht nennen. Kuni Kazushi heißt er, oder nicht? Damals. Are you sure? Okay. Warte. Ich weiß, aber was, wenn ich ihn jetzt Scaramouche nenne? Sollte er da nicht sagen, ich will das nicht? Und sagt das, are you sure? Have no need for these... Ach so, aber... Okay. Aber Kuni Kazuchi war doch mal seiner Name. Oder war es Kuni Kazuchi? Ich glaube nicht, dass es Kuni Kazuchi war. Was war nochmal sein Name dann? Are you sure? Ne, warte. Okay. Was war sein Name, hä? Have you got anything? Jetzt bin ich gerade wieder verwirrt von seinem Namen. Kuni Kuzushi hieß er. Achso. Also Kuni
Kuzushi. Wäre falsch. Also das dürfte ich nicht. Okay. Was soll ich ihm dann geben, Alter? Ich hab... Ja. Und weil du es ja nicht ändern kannst wieder, regt mich das voll auf. Ich kann ihn theoretisch weiter Wanderer nennen einfach, aber... Ich muss kurz auf Toilette gehen. Währenddessen denke ich nach. Okay, gut, ich bin wieder da. Also, ich muss kurz auf Toilette gehen, währenddessen denke ich nach. Ja, Digga, es ist halt so. Hä? Egal. Ich komme auf den... Also... Das ist... Das ist der unoriginellste Name der Welt. Aber... Ich habe keinen Plan. Wie soll ich ihn nennen? In Emo Boy. Ich meine, das kennt ja schon jeder mit Xiao, Kazuha, Heizo. Wobei Heizo weiß ich nicht. Aber Wanderer auf jeden Fall. Und Xiao waren ja diese bekannten Emo Boys. Ja. Ey, ich habe keinen Plan. Wie soll ich ihn nennen? Ein Emo Boy. Baby Boy. Nein. Nein, Baby Boy werde ich ihn nicht nennen. Oder soll ich ihn einfach Emo Boy nennen? Na, das ist nicht gut. Hotman. Was? Warum? Hä? Hotman? Was? Ah, Mann. Erinnert mich halt auch an keinen Charakter aus irgendetwas anderem. Das heißt, ich brauche keine Assoziation. Slammy Scara. Nein. Dann gehe ich einfach... Es ist, wie gesagt, ein sehr unorigineller Name, aber egal. Emo Boy. Boy zumindest mit Y, nicht mit I. Name cannot contains... Du, ihr seid... Are you sure? Warte, nee, ich muss noch mal kurz... Okay. So. Have you... Sehr schlecht. Aber ich nehme das so. Are you sure? Oh, alright. If you say so. Jetzt heißt der nicht mal Wanderer, sondern jetzt heißt der ein Emo Boy. Wow. There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Oh mein Gott, Are you sieht das done yet? hässlich aus. Oh mein Gott. Oh no. Still thinking. Stop rushing me. Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. What do you plan to do next? Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. Oh, er will You Revenge. mean the Fatui? The doctor, at least. Ich dachte, er wollte jetzt auch noch Now that your Dings stance killen. has changed, I believe your future Right. path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself.
One more Ich thing. hätte ihn Small Head Guy nennen There's still some sollen. descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Nein. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. What's that look for? Don't make that face. I know what I'm doing. That day will come. All right. We're done here. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. There were some bumps along the way, but it's all over now. Das wäre cool, wenn er auf A treffen würde. Paimon is starving. Ja, wahrscheinlich. Wäre es schon interessant. Thank you both. Ich würde halt gerne wissen, weshalb sie ihn überhaupt discarded hat, also weshalb sie ihn nicht haben wollte. Jetzt mal ganz ehrlich, eine weitere Gottfigur, ich will nicht sagen, aber I take it, das wäre einfach Verstärkung. Müsste ja nicht unbedingt der neue Gott sein oder die neue regierende Person, aber vielleicht sowas wie ein, was weiß ich was, so ein Helfer. Hat sie doch gesagt. I've got it! Warte, I can was end meinst my du? novel with some words from Mikoshi Dass Nagamasa. er nach Dings geht? You mean because everyone else in the story is dead? Mit Raiden Yeah, Gokuden? I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Achso, sie will ihn nicht gefangen halten und will, dass er frei ist, aber der Schlaue dachte, sie wollten ihn nicht mehr. Ach so, ja gut, okay. Gut, das, ja, habe ich irgendwie scheinbar überhört, aber oha. Ja, okay, jetzt wo du es sagst, verstehe ich es irgendwie. Ich glaube, ich war da nicht so ganz... Ja gut, ich bin gerade generell ein bisschen müde. Whatever, aber gut, das ist actually... Das habe ich irgendwie in dem Moment nicht gecheckt. Sage. Very Sage, egal. Return to the resting place. Das wäre bei der Daily. Okay. Ich habe mein Resin... Ne, mein Resin ist vollgelaufen. Seit 10 Minuten. Ich muss kurz mein Resin craften, das ist... Oh mein Gott, nein. Nein! War es auch voll dumm, to be honest. Einfach sein Freund ist tot, er denkt, er hat einen betrogen. Ja, das dachte ich mir auch. So, Bro, what the fuck? Da warst du. Den kann nichts dafür, der wollte auch nicht sterben. Aber okay. Okay, sorry, seine Schuld. Alles seine Schuld. Ah, warte, habe ich überhaupt schon die World Bosse für diesen Monat? Ich meine, für diese Woche gekillt. Nein! Ah, Kacke. Ah, ich habe aber auch noch das hier, dass ich spenden muss, auf jeden Fall. Da benutze ich das jetzt erstmal, dass ich es nicht vergesse morgen. Ja. Heilige Kacke, ist die Zeit schnell umgegangen. Das ist ja böse. Oh Gott, jetzt heißt der da oben auch N-Emo-Boy. Ich hätte ihn Small Head Guy nennen sollen. Ah, Instant Regret. Das ist so ein Scam. N-Emo-Boy. Ah, es ist schlecht. Small Head Guy. Wäre so viel besser gewesen. Ah. Follow me. Versucht zu wechseln, dafür müsste ich erstmal
seine WordPress doch verändert, oder nicht? Wenn seine Story It's about time we had a break. Und das kann ich dann auch nur einmal wechseln, den Namen. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Rest up, Paimon. Wow, great! Huh? Look at the vase. What about it? Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. That night we stayed here. Paimon bumped into the table after being startled by something to do with the baladi and broke the vase. But the baladi erased his existence. He changed the world. So why is this vase still broken? You sound lost and confused. Holy shit, was? I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate, like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? Was ist das? Ist es diese andere Göttin da? Hold up. History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Ja, das ist nicht der Gott, das macht Sinn, aber trotzdem. Egal. Believe my eyes. Does she mean I should trust my memories? Anyway, that face is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? Das ist Nicole, wurde auch schon 3.5 gesagt. Ey, nie gehört. Ganz ehrlich, nie gehört. It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Ist aus dem Hexenzirkel. Ach so. Oh, okay. Interessant. Wonder what else awaits me in the future. Warum weiß man es denn hier nicht? Wenn man es schon in der Word... Ja, okay, ja. 3 complete. Interessant. Appalating stroke. Once the new name has been given, it cannot be changed. Achso, ich könnte es noch einmal benutzen. Okay, I see. Das heißt, ich könnte seinen Namen jetzt doch noch einmal wechseln. Ich muss jetzt nicht die World Quest machen. Warte, heißt es, man kann durch die World Quest noch eins davon bekommen? Warte, wo ist das jetzt nochmal? Hä? Ah, hier. An appellative stroke. Can one get an appellative stroke? Warte. Also, wir können jetzt zum Beispiel hier hingehen. Das war jetzt erstmal die... Ich finde die Archon-Quest war am Ende in Ordnung, aber man hätte mehr rausholen können. Die kann man alle nicht machen. Achso, Jester ist ja auch einer der... Das sind alles die Fatui Harbingers. Genau, Fatui Harbingers steht hier auch. Dr. Ildotore. Dann hier Sendik Piero. Was, wenn man ihn der Doktor nennt, wäre das erlaubt? Gib doch dein Electroculi ab. Keine Ahnung, das mache ich vielleicht irgendwann. Ich mag es eigentlich eher, die Sachen zusammen und dann erst gemeinsam abzugeben. Ich habe vielleicht auch Probleme, aber egal.
Warte. After completing in Interlude Chapter 3, the last place to return. Ach so. Warte. Aber Interlude Chapter Act 3 gab's doch vorher nicht, oder? Das gab's doch vor... Oder gab's den schon davor? Wirklich? Ich dachte, den kann man erst in seiner... Warte. Aber das kann ich gar nicht. Ich könnte hier das hier freischalten, aber das will ich nicht freischalten, weil sonst würde irgendwie in irgendwelche Gefängnisse reinlaufen von... Was auch immer. Ach, Wanderer hat gar keine Story Quest. Ach, warte. Diese Archon Quest gibt es schon seit 3.4 oder so? Oder was? Die gibt es schon seit 3.4? Nee. Na. Als ob. Und ich habe sie die ganze Zeit... 3.3. What? Warum wusste ich davon nichts? Hä? Ich dachte, ich hatte alle Archon Quests immer schon gespielt. Egal. Ist ja auch egal. Jetzt habe ich halt meinen n.emo-boy _boy. Ich könnte ihn Small Head Guy jetzt umbenennen zu Small Head Guy. Aber ich glaube, wenn ich jetzt schon diese 2 Umbenennungsmöglichkeiten sozusagen habe, dass ich zumindest diesen ersten Edit erstmal kurz lasse und vielleicht ihn in einem Monat dann zu Small Head Guy change. Ich wünsche mir, man hätte mehr versucht, aber ganz ehrlich, einmal ist schon sehr ehrenlos. Aber egal. Ich dachte, es gibt eine Wanderer Story Quest, aber scheinbar gibt es doch keine. Irgendwie bin ich wohl dumm. Ich hatte gedacht, oder ich hatte gemeint, mir gemerkt zu haben. Butterfly Dream, was ist ein Butterfly Dream? Alates. Ach so. Chao. Gut, ich hatte irgendwie was mir falsch gemerkt. Mandela-Effekt oder sowas. Wanderer Story Quest dachte ich, gibt's gut. Dann halt nicht. Aber interessant. Cool. Ich habe so viele Ausrufezeichen, das ist heftig. Gut, dann würde ich sagen 2 Stunden. Holy shit. Egal, jetzt gehe ich... Würde ich mal sagen... Weil ich mache erstmal meine Dailies. Oder? Ja, ich mache erst meine Dailies. Aber das reicht erstmal mit diesem Dings. Das reicht erstmal mit Archon. 2 Stunden, 2 Minuten. Holy shit.